Spiele wie Roblox sind die Zukunft des Gamings. Singleplayer-Spiele haben ausgedient. Wenn erst einmal die Fortnite-Kiddies erwachsen sind, werden sie dafür sorgen, dass Spiele wie Fortnite die Gaming-Landschaft dominieren. So ein Blödsinn! Oh Junge, so viele Kommentare wie bei meinem Rumbleverse-Video habe ich selten gekriegt. Aber keine Sorge, all die Aussagen zur Zukunft des Gamings, die ihr gehört habt, sind falsch. Und in diesem Video kann ich es euch auch beweisen. Wir waren an diesem Punkt bereits mehrmals. Ich habe mit dem Gaming zu Beginn der PS2-Zeiten angefangen und habe es mittlerweile schon so oft gehört. Um die Jahrtausende waren es Multiplayer-Only Arena-Shooter à la Unreal Tournament und Quake. Später waren es MMORPGs wie WoW und jetzt sind es nochmal Live-Service-Spiele. Und nichts anderes sind Live-Service-Spiele. Ein Trend, welcher wie alle anderen Trends plötzlich verschwinden wird. Denn Trends haben alle eine Sache gemeinsam, das ist, dass sie nicht zukunftsträchtig sind. Sicher, Fortnite macht vielleicht aktuell mit seinen V-Bucks so viel Kohle, dass dessen Entwickler jede Woche mindestens ein Spiel verschenken kann. Aber Rumbleverse, Marvel's Avengers, Babylon's Fall, alle Spiele, bei denen kurz nach Release die Server abgeschaltet wurden. Teilweise standen riesige Franchises dahinter oder sie waren sogar gut. Bei Rumbleverse war es für mich besonders überraschend, da ich es als ganz okay abgetan habe und sogar Epic, wem Fortnite gehört und bei denen Geldprobleme aktuell ein Fremdwort ist, als Publisher dahinter stand. Aber Rumbleverse hat nichts Neues auf den Markt gebracht, hatte weniger Umfang als Fortnite und war ein Live-Service-Spiel mit Battle Pass. Denn das war ja das Problem. Man will mit einem System, welches auf einen konstanten Geldfluss und Zeitinvestitionen angewiesen ist, Erfolg haben. Entwickler haben aber nicht im Blick, dass es bereits einen Konkurrenten gibt, welcher beides schon für sich beansprucht. Bei MMORPGs in den 2000 war es dasselbe. Man hatte als Spieler WoW und das war es eigentlich auch schon. MMORPGs sind selber ein Genre, welches mit konstanten Serverkosten zu kämpfen hat und eine hohe Spielerzahl braucht, um zu überleben. Massive und Multiplayer sind hier die wichtigen Worte. Es gab hunderte Spiele, die versucht haben, wie WoW zu sein. Guild Wars, Age of Conan, The Elder Scrolls Online, The Star Wars The Old Republic, Warhammer Online. Teilweise Spiele, die als WoW-Killer tituliert wurden und auch zum Teil bis heute eine treue Fanbase haben. KOTOR ist einfach eine der besten Gaming-Geschichten, die ich je erlebt habe. Ein absolutes Meisterwerk des Spiele-Storytellings. Aber am Ende hat WoW sie alle gekillt bzw. sind in der Versenkung verschwunden. Denn auch hier, die Spieler sollten das Spiel konstant mit Geld versorgen, entweder über ein Abo oder mit Mikrotransaktionen und auch im besten Fall ihre gesamte Freizeit darin verbringen. Der Fortschritt musste irgendwie gegrindet werden. Die Spieler waren aber zu einer hohen Wahrscheinlichkeit schon vorher bei WoW registriert und die gewechselt haben, taten dies oft, um zu sehen, was der Neue so anzubieten hat. Man wollte zum Beispiel statt Erdbeereis einmal Schokolade probieren, aber viele sind dann, nachdem sie es gekostet haben, wieder zurückgegangen, denn für beides hat man nicht die Zeit und die Erdbeerplantage wäre auch eine Fehlinvestition gewesen. Bei Fortnite ist es dasselbe, denn wie lief es mit Fall Guys? Ein gutes Spiel. Ich selber spiele es hin und wieder, aber es ist gescheitert. Denn es wurde zwar zu Beginn als Fortnite-Killer gehandelt, aber nachdem der Hype weg war und die Spielerzahlen unten waren, wurde aus dem Spiel, für das man am Anfang zahlen musste, ein Free-to-Play-Spiel, um die Spielerzahlen auf ein Maß zu heben, wo man nicht die Server abschalten muss. Das hat man zwar geschafft, es war aber bestimmt nicht zu Beginn geplant, dass man das Spiel irgendwann einmal Free-to-Play macht. Und in der Arena-Shooter-Zeit gab es ebenfalls diesen Ablauf. Zuerst ein Hype um einzelne Spiele, dann stürzen sich alle Entwickler darauf, nur um zu merken, dass man mit den etablierten Vertretern nicht mithalten kann. Was mich aber am meisten stört, ist die Argumentation, die dabei immer zu hören ist. Dass in ein paar Jahren alle Spiele so sein werden. Und wenn man nicht mitgeht, nun einmal aus dem Mainstream rausfliegt. Nein, ihr wollt keine hochqualitativen Singleplayer-Spiele mehr. Ihr wollt diesen Trend. Dabei sind Mainstream-Publisher gerade die, welche immer zu spät sein werden. Denn bis sie gesehen haben, dass der neue Trend da ist und sie ihre Entwicklung darauf umgestellt haben und eine eigene Antwort auf den Markt gebracht haben, ist der Markt gesättigt. Denn die Neuheit des Trends ist ja gerade das, was ihn so groß werden ließ. Mainstream-Publisher sammeln dann nur mehr die Reste vom Kuchen ein. Das merken sie dann aber auch relativ schnell. Spätestens wenn die Fortnite-Zahlen ausbleiben und der monetäre Verlust, naja, der ist nichts, was eine Massenkündigung nicht behebt. Und bis das nächste heiße Ding kommt, überbrückt man die Zeit einfach mit Remakes von alten Erfolgen, welche garantiert Geld bringen. Und in dieser Phase, meine Landratten, befinden wir uns zurzeit mit den Remastern von Last of Us und Dead Space. Dabei sind diese Zeiten schon immer die goldene Zeit für Singleplayer gewesen. Denn während die großen Trends nachjagen, können kleine Indie-Entwickler großartige Erlebnisse zaubern und so das Loch füllen, welche die Großen hinterlassen haben. Die besten Ideen davon wandern dann auch in den Mainstream, weil das ist ja, was Spieler wollen. Großartige Erlebnisse. Aber es hat auch einen Grund, wieso wir an diese Stelle gekommen sind und auf den gehe ich in diesem Video hier ein. Also, hoffentlich sieht man sich dort wieder. Meine Landratten.